Herr Müller-Beck, 99% der Menschheitsgeschichte lebt der Mensch vollkommen different vom heutigen Leben. Er lebt nämlich als Jäger und Sammler in aneignender Wirtschaftsweise. Wie sieht so ein Leben aus? Wann beginnt das Jagen und Sammeln sozusagen bei der Gattung Homo? Von Anfang an. Das machen ja schon die anderen Menschenaffen. Viele jagen und auch andere Affen jagen und vor allen Dingen sie ernten auch alle. Also das Sammeln ist ein bisschen missverständlich und auch, man redet gern von Jägern, aber im Grunde sind die Jägerinnen, die Frauen sind in diesen Sozialstrukturen der Jägerkulturen viel bestimmender als die Männer. Also da ähneln wir den Hyänen, bei den Hyänen ist das nämlich auch so. Und da aber darauf einzugehen, da würden wir ja mit ganz anderen Problemen uns nochmal auseinandersetzen müssen. Warum sind die Frauen bestimmender? Ich meine, die Männer jagen das Großwild, tragen die Frauen mit Sammeln mehr bei zur Ernährung als die Männer mit ihrer Jagd? In Ostafrika, wo ja jetzt noch ungefähr 40 Familien, die Azapi, vom Ernten und Jagen leben, gehen die Frauen jeden Tag raus und bringen die Grundernährung. Der Mann bringt zusätzlich das Fleisch. Und wir alle essen immer noch mehr pflanzliche Kost als Fleisch. Ganz einfache Antwort. Also das ist noch immer so. Und wenn irgendwo hier innerhalb einer Kleinfamilie, also Mutter, Kind und irgendein dazugehöriger Mann, Konflikte auftreten, dann müssen die Frauen das glätten. Und bei den Inuit wird erwartet, dass die Frau den Mann auch auf der Jagd begleitet, gedanklich. Und wenn der Pech hat und nicht funktioniert, ist die Frau schuld. Und man muss sich das auch richtig vorstellen. Die lieben ja ihre Männer so, wie unsere Frauen uns auch lieben, mit all den Knöpfen und Haken, die dazugehören. Aber wenn der unterwegs ist auf der Jagd, dann haben die auch Angst um den. Ja? Das ist nämlich so, wie wenn man in den Krieg zieht. Wenn der dann auf einen Eisbären kommt, dann kann passieren, der kommt nicht zurück. Und dann sitzt die Mutti mit ihren beiden Kindern, die sie vielleicht hat, da und muss dann sehen, dass sie wieder irgendeinen findet, mit dem sie sich wieder einlassen kann, damit sie durchkommt. Denn ohne Mann geht's nicht. Aber die Eskimos sagen, die Frau macht den Jäger, die ihr Mann ist. Das ist ein fester Terminus bei den Eskimos. Zurück zu den Anfängen der Menschheitsgeschichte. Sie sagen, die Menschen sind immer Jäger. Und wie muss man sich das vorstellen? Wie ist der Zeitaufwand, der Arbeitsaufwand und wie wird gejagt und welche Tiere werden gejagt? Ist es nicht vielmehr so, dass am Beginn der Menschheitsgeschichte der Mensch selbst gejagter ist durch Prädatoren oder ähnliche? Ja, der hat ja zwei Probleme. Er ist Gejagter und er jagt auch. Und die Vorbereitung auf die Jagd ist technisch enorm. Das ist eine Menge, bis das funktioniert. Und wenn man nur einen einfachen Grabstock hat, dann ist natürlich auch das Risiko relativ gering und man geht auch nicht an große Tiere. Wenn man dann aber Speere herstellen muss, diese ganzen Abläufe, die ganzen Planungen, die ganzen Überlegungen, dann ist es ein Riesenaufwand, auch mental natürlich. Und viel größer als im Bereich des Pflanzensammelns. Aber die Frauen müssen dann aufpassen, wenn sie beim Sammeln sind, dass sie nicht, und vor allen Dingen das Gefährlichste, in unseren Breiten, also praktisch in der ganzen alten Welt, mit Ausnahme des Nordostens, sind die Hyänen. Ne? Und die Hyänen sind ja viel aktivere Jäger, als man lange geglaubt hat. Denn die jagen die Dinge, die die Löwen ihnen dann wegnehmen. Also die Löwen sind groß genug, um die Hyänen von ihrer Beute zu verjagen. Aber wenn der Mensch mit einem Hyänenrudel zu tun hat, also so 10 Menschen mit 10 Hyänen, dann gehen sie lieber auf die Bäume. Und Gott sei Dank können die Hyänen nicht klettern. Wäre schrecklich. Ja. Und das war unsere einzige Chance. Wenn die klettern könnten wie die Leoparden oder die Panther, mit denen wird der Mensch schon fertig mit dem Grabstock. Da reicht schon ein kleiner Grabstock. Wenn man dann den Mut behält, dann wird man mit einem Leoparden, der ist ja gar nicht darauf eingestellt, irgendwie zu kämpfen. Ja, der greift ja nur an und hält fest. Aber die Hyäne ist ein verdammtes System, das schon untereinander das Kämpfen trainiert. Und der entscheidende Sprung wäre dann sozusagen vom Grabstock zum Speer. Ja. Nun haben wir die ersten Speere bzw. Lanzen in Schöningen. Dort haben wir ja die ersten Belege. Ja. Und warum ist das so ein großer Sprung?
weil es kulturell zu komplex ist, das Werfen zu lernen oder weil die Herstellung so kompliziert ist? Warum ist das so wichtig? Weil der Mensch eine höhere Sicherheit des Überlebens erreicht. Er kann mit einem Grabstock eine junge Gazelle töten, als ob er praktisch eine Wurzel aus dem Boden nimmt. Ja? Die duckt sich, die hält still und dann geht er direkt dran im direkten Kontakt. Wenn er aber an ein größeres Wild im direkten Kontakt kommt, dann ist das Wild sehr viel schwerer und da hat er ein Riesenproblem. Wenn er dann selbst auf ein Pferd, oder Pferd ist sowieso schon, sagen wir mal, eine leichte Gazelle, kann schon sehr gefährlich werden. Und wenn er einen Speer hat und eine Distanz nur von 3 oder 5 Metern hat und aus sicherer Deckung schießt oder wirft, dann ist das natürlich ein Riesensprung auch des Mentalen, ja, weil er dann das auch anders wahrnimmt, weil er das Tier ja insgesamt sieht und nicht sozusagen nur zufällig wie eine Wurzel da am Boden aufspießt. Für den Fall, dass Schöningen ein Ereignis wäre, dann würde das ja unser Bild des mittleren Paläolithikums der Zeit vor vielleicht 300.000 Jahren doch dramatisch ändern. Denn bei etwa 50 Pferden muss man mit ganz anderen Gruppengrößen rechnen, mit einer hohen Jagdkomplexität. Also das würde doch schon an den Grundfesten bisheriger, simpler Vorstellungen von kleinen Gruppengrößen und so weiter rütteln. Oder sehe ich das falsch? Ja, wenn wir da mehrere Einzeljagden haben, dann entsteht natürlich eine Statistik, die den Normalverteilungen entspricht. Und da kommt es darauf an, dass man dann die Tiere wirklich im Alter datieren kann. Und das kann man leider nur in den ersten 3 Jahren beim Zahndurchbruch. Und wie habe ich so eine Jagd dort, Sie beschreiben es in Mi'kmaq in der Arktis, das haben Sie erforscht, wie ich mir da so eine Jagd vorzustellen und was haben Sie da an Befunden? Die Moschusochsen ziehen immer mit dem Wind, also nicht gegen den Wind. Die kalte Luft möchten sie auch nicht ins Gesicht kriegen. Die laufen also mit dem Wind ab und kommen dann entsprechend in den Tälern. Das sind 5 Täler, die sich kreuzen. Und an dieser Kreuzungsstelle ist dann die Jagdstation. Und da kann man die praktisch abschießen. Dann haben wir auch Einschüsse praktisch in den Schulterblättern. Und was werden Sie abgeschossen, mit Speeren? Oder? Ja, die haben auch Speere und jetzt auch wahrscheinlich einmal, außerdem noch allerdings auch Pfeil und Bogen wahrscheinlich. Dann wird die ganze Geschichte anders. Nicht? Dann wird das natürlich nochmal um eine Stufe, sagen wir mal, technisch aufwendiger und auch sicherer. Man muss noch weniger ran, aber die müssen dann an die Moschusochsen mit ihren, in dem Fall jetzt auch bewährten Speeren. Das gibt's dann, aber da gibt es dann Unterschiede. Für die Moschusochsen, die sind relativ klein und sehr stabil, weil die ja ein dickes Fell haben, aber vorne immer abgerundet, also nie spitz, ja, so zungenförmig. Aber für die Rentiere, die sind sehr viel breiter. Warum sind die nicht spitz? Damit sie nicht wegbrechen. Wenn ich es richtig verstehe, ist Jagd durch die Zeiten nicht etwas wahnsinnig Aufwendiges, Zeitaufwendiges, Komplexes auf die gesamte Arbeitszeit gesehen und die gesamte Lebenszeit, sondern Jagd ist etwas, Sie haben das mal so ausgedrückt, man geht am Kühlschrank und bedient sich. Man lebt nicht in Not, sondern man weiß, wo die Tiere sind und holt sich die Tiere, die man braucht. Man weiß, wo die Tiere sind, wo man sie treffen kann. Ja, und wenn man dann davon redet, Moschusochsen-Spezialisten, das sind die Stellen, wo die Paläo-Eskimos, wie wir die nennen, also in dem Fall das sogenannte Prix Dorset nach dem Technokomplex, die kennen die Stellen, wo man eben die Moschusochsen am leichtesten jagen kann im Herbst. Und da gehen die am Herbst aus der ganzen Talschaft hin und das sind dann eben, diese Talschaften sind in der Arktis, die sind relativ klein im Gegensatz zu anderen Jägergruppen, also in der Regel nicht über 200 Individuen, da sind aber alle kleinen Kinder dabei, ja, und auch die Alten. Wie viele Moschusochsen jagen die dann? 5 oder 10 Stück? Wahrscheinlich mehr. Aber dann ist nachher eine Riesenarbeit, die Tiere aufzubrechen und Trockenfleisch herzustellen, dann haben die da 3-4 Wochen zu tun. Ja. Und das Fleisch wird dann getrocknet, gefroren. Mit hoher Wahrscheinlichkeit, ja. Und kommt über den Winter gelagert. In Caches, ja. Und im Cache, das ist dann... Wie schaut so ein Cache aus? Das sind einfach Steinkisten. Ja. Die werden mit Stein abgedeckt und gleichzeitig füllen die sich automatisch mit Schmelzwasser. Und das riecht kein Wolf mehr. Ja, das ist vollkommen sicher. Das Problem ist nur, wenn Sie die nachher brauchen, brauchen Sie Energie, um die wieder aufzutauen. Also das Fleisch ist praktisch in der Steinkiste gefroren, ja, wie bei uns in der Tiefkühltruhe. Ja, ja. Und sicher für den Winter gegen jeden Wolf. Der Wolf riecht das nicht. Und wie kriegt man die aufgetaut?
Da muss man dann allerdings eine ganze Menge Feuerholz oder, das ist natürlich der Trick bei den Inuit, die machen das dann im Winter, das wird natürlich dann an die Küste gebracht, die machen das dann mit Tranlampen. Also ohne die Seesäuger wären die Inuit vollkommen technisch unmöglich. Also über die regenerierende Energie der Seesäuger und auch der Waljagd oder Walrossjagd, das ist ja dann noch mal eine höhere Stufe, die haben dann ganze richtige Fett also wenn ich das richtig verstehe, sind die Eskimos Inuit im Grunde, haben die zwar scheinbar eine flache materielle Kultur, aber diese flache materielle Kultur ist hochartifiziell ausgereizt, letztlich hochtechnisch. Sie leben also von einer Öllampe, mit der sie ihre Hütten oder Iglus erwärmen, und von Kajaks naturgemäß und von den Jagdwaffen. Die haben richtige, also das sind sogenannte Lampen, aber die Lampen sind gleichzeitig Herde. Und da wird ein Docht geflochten aus verschiedenen Pflanzen, meistens Duyers, und die brauchen dann ganz wenig Energie, eine sehr heiße blaue Flamme, und damit können sie sehr viel machen, also der Energieaufwand ist gering. Und die bauen ja auch in ihren Winteriglus, die selten überhaupt als Modell rekonstruiert werden und wir fast keine Fotos haben. Da ist ja ein Lederzelt innerhalb des Eisiglus, weil das sonst nicht funktioniert. Was man sieht, sind immer nur die Jagdiglus für 2, 3 Nächte. Da wird natürlich nichts eingebaut. Aber wenn die da den ganzen Winter drin sind, dann ist innen drin eine Iranga, wie bei den Chukchi, damit dann denen das Eis nicht auf den Kopf schmilzt. Ich glaube, das wird wahrscheinlich das Eis runterdrücken. So wäre das innerhalb von 14 Tagen weg. Wie funktioniert das überhaupt? Man hat ja in so einem Lederiglu hat man ein paar Grad plus, dass dieser Eisiglu außen nicht schmilzt. Die Eskimos laufen im Bikini in dem Iglu rum. Das ist so warm, die haben ja gleichzeitig noch die Kältefalle, da wird also ein Zugang gebaut. Auch aber eigentlich müsste der dann innen schmelzen, oder? Ja eben, aber deswegen haben sie dann das Leder drin. Also das ist höchst gemütlich, genau wie die Deni-Zelte. Ja, und auch unsere neolithischen Häuser waren sicher viel besser als unter Ulding. Also die waren sicher auch in ganz Nordeurasien sind sämtliche Holzbauten sind mit Häuten ausgekleidet. Ja. Wenn wir zurückgehen nochmal zu Schöningen, wo wir diese Pferdejagd haben, gibt es andere Jagdstationen des Paläolithikums in Europa, wo wir ähnlich große Jagden sehen, wo wir sagen, es können doch größere Jagden gewesen sein? Also zum Beispiel ganz einfach, mit hoher Wahrscheinlichkeit in Solitré. In Solitré, da ist ja immer diese romantische Vorstellung, die Pferde werden über den Berg, der da so hoch steht, gejagt. Das ist Unsinn. Da ist ein Pferdewechsel daneben und da wird vom späten Oinasja bis ins späte Magdalena werden da immer wieder Pferde gejagt. Das ist also so eine Station wie unsere Moschusjagdstation. Und da wiederholt sich das und da können große, kleine Gruppen, da können 10, 20 Pferde, da können vielleicht 30, 40 Pferde gejagt worden sein. Wie viele Pferde hat man da erfasst in Solitré? Das sind Zehntausende, die sind noch gar nicht erfasst. Das ist ein ganzes Lager. Das ist so ähnlich wie die Moschusochsen bei Umigmak. Wir müssen damit rechnen, wenn man das mal schätzen würde. Also wir haben in diesem einen Midden von der 10-Hektar-Station, das ist 10 Hektar, da haben wir jetzt 80 Tiere bestimmt. Das ist aber nicht mal ein Drittel dieses einen Midden. Also das sind die 240 aus vielleicht 100 Jahren. Also da kommen wir auch auf ein paar tausend Tiere. Mit Sicherheit. Und wie ändert sich das dann im Jungpaläolithikum? Im Jungpaläolithikum sind dann da haben wir differenzierte Waffen, sicher Speerschleuder, Bogen dann im Mesolithikum. Die benutzen dann sozusagen alle Jagdmöglichkeiten je nach dem Vorkommen der Tiere. Und da ist dann jetzt Mammutjäger. Das sind sicher systematisierte Mammutjäger an der Thaya. Da haben wir einen einzigen Killplatz gefunden, aber den ganzen Abfallhaufen unter Wisternitz und Poplau, das ist ein relativ kleines Winterlager mit 4 Zelten, mit je 2 Familien wahrscheinlich, 2 bis 3 Familien, plus ein Versammlungsplatz ohne Dach. Und die haben dann in der Ravine, haben die da auch über ein paar Jahrzehnte oder vielleicht sogar 2, 3 Jahrhunderte ihre ganzen Mammutknochen einfach reingeworfen.